leibhaftiger, gehörnter Gott dieser Welt, Vater aller Lügen, Engel des Lichts. Schon seit meinem Sturz aus dem Himmel habe ich die Menschen in Versuchung geführt und dazu gebracht, Böses zu tun. Ich habe es sogar geschafft, sie für ihren Glauben morden zu lassen. Eine dieser Geschichten ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Hast du noch mal schlafen können? Du hast aber so ausgesehen. Wo sammelt sich denn das königliche Heer? Schweidnitz. Von dort marschieren wir auf Prag. Du ziehst in diesen Kreuzzug, obwohl die Hussiten die Raffgier der Kirche immer verurteilt haben. Genau wie du. Hab ich etwa deswegen angefangen, Kirchen niederzubrennen und Klöster auszurauben? Nein. Aber mit etwas Glück, da wird sich unser König mit den Hussiten einigen. Aha. Zweifelst du daran? Du etwa nicht? Nein. Hast aber so ausgesehen. Ich denke nicht, dass du zurück sein wirst, wenn wir die Ernte einholen. Ich bete dafür, dass ich sogar schon früher zurück sein werde. Und ich bete dafür, dass du überhaupt zurückkommst. In einem anderen Leben, da hätte dieses Tuch dem Wittelsbacher Prinzen gehört. Vielleicht, wenn du dich nicht vorgedrängelt hättest. Zum Glück habe ich mich vorgedrängelt, sonst wärst du jetzt mit einem Prinzen verheiratet. Und zum Glück ist er nicht nachtragend. Ich wäre nachtragend gewesen. Und wie? Wir müssen los. Ja, Balduin, mein Helm. Dass du mir ja auf ihn aufpasst, hast du verstanden? Ich werde auf ihn aufpassen.
Durch eine Eingebung kehrten Hieronymus und sein Knappe Balduin heim. Doch es war bereits zu spät. In seiner Abwesenheit waren die Hussiten in seine Heimat eingedrungen, hatten seine Burg niedergebrannt und seine Frau Aurelia ermordet. Sie war bei der Verteidigung des Heims, das Hieronymus hätte schützen sollen, ums Leben gekommen. Er drohte, vom Glauben abzufallen, und ich witterte meine Chance. Sie hat darauf bestanden, die Burg zu einem Lazarett zu machen. Und dann sind sie gekommen. Sie haben gemordet und geplündert die ganze Nacht hindurch. Sie hat sich ihnen in den Weg gestellt. Gott liebte sie. Und warum hat er sie mir dann genommen? Das war nicht Gott. Das waren Ungläubige. Aurelia hat diesen Kreuzzug immer verurteilt. Gott will euch durch Aurelias Tod prüfen, um euch anschließend weitere Wunder zu zeigen. Geht. Geht. Du musst was essen. Wozu? Wenn du verhungern willst, sie muss begraben werden. Du hast sie mir genommen. Du hast sie mir genommen. Du hast sie mir genommen. Ich verfluche dich. Schwer wiegt die Last des Kummers. Bist du gekommen, um mich zu holen? Mich zu dir in den Schlund der Hölle zu reißen? Dort bin ich schon. Um dich zu holen? Ohne ein Spiel? Wo bleibt denn da der Spaß? Mir ist im Augenblick beileibe nicht nach Spiel und Spaß zumute. Oh doch. Zu spielen ist doch dein allersehnlichster Wunsch. Kehre in die
Hölle zurück und komme nie wieder. Na gut. Aber solltest du es dir anders überlegen, brauchst du nur zu schreien. Ganz laut. Glaubst du, Gott hat sich von uns abgewandt? Der König erfährt seit Tagen nichts als Niederlagen. Wir hätten uns diesem Kreuzzug niemals anschließen sollen. Ja, wir hatten einen Eid geschworen und die Pflicht, unserem König zu folgen. Aber all dieses Töten, das kann doch nicht Gottes Wille gewesen sein. Was willst du sonst tun? Mönch werden und dich von Hussiten abschlachten lassen, wenn sie das nächste Kloster plündern? Nein, Bruder. Du bist ein Ritter. Es gibt einen göttlichen Weg für jeden von uns. Und Zweifel daran, die flüstert uns nur der Teufel ein. Ich habe ihn gesehen. Wen hast du gesehen? Ihn selbst. Den Leibhaftigen. Er meinte, ich müsse ein Spiel gewinnen gegen den Tod und dann bekäme ich Aurelia zurück. Du hast seit Tagen nicht geschlafen. Du solltest ruhen und etwas essen. Und ein Glas Wein sollte auch nicht schaden. Ich hab es mir überlegt, Unhold. Ich will sie zurück. Das darfst du nicht! Das ist Blasphemie! Verschwinde, das ist nicht deine Sache. Das ist es sehr wohl. Nur Gott kann Tote zurückholen. Das Einzige, was der Teufel dir bieten kann, ist ein Trugbild. Geh zur Seite! Dafür wirst du in die Hölle kommen. Geh zur Seite! Nein! Du wagst es? Er hat schon genug Unheil angerichtet. Lass nicht durch, weil ich will dich nicht verletzen. Verschwinde! Verschwinde!
Lass uns spielen. Solange das Schachspiel läuft, bleibst du am Leben. Gewinnst du, so bekommst du Aurelia zurück. Verlierst du aber, so ist auch dein Leben verwirkt. Und wenn ich dann tot bin, werde ich dann mit Aurelia vereint sein? Vielleicht. Vielleicht ist aber auch alles, was dich erwartet, nur Finsternis und Leere. Der schmutzige Mensch. Der reine Tod. Schach. Matt. Herzlichen Glückwunsch. Das kann nicht wahr sein. Bist du es wirklich? Hab keine Angst, ich bin doch bei dir. Warum wurde ich zurückgeholt? Komm, lass uns von diesem düsteren Ort verschwinden. Wie war es eigentlich zu sterben? Ich spüre immer noch den kalten Schnitt der Klinge. Und dann konnte ich nicht mehr atmen. Und dann konnte ich nichts mehr sehen. Aber ich habe sie immer noch gehört. Die Schlacht und die Schreie der Sterbenden und das Lachen ihrer Mörder. Und dann hörte mein Herz auf zu schlagen. Und es war wie ein weißes Licht, wie reiner Frieden und reine Liebe.
Warum hast du mich zurückgeholt? Aus Liebe. Nein, Hieronymus, aus Selbstsucht. Aber ich dachte, ich würde in die ewige Finsternis stürzen. Als Strafe, dich zurückgelassen zu haben. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Aber du hast doch einen ritterlichen Eid geschworen. Du kannst doch dieser Welt immer noch Gutes tun. Küss mich. Ich kann das nicht tun. Du solltest in das Reich der Toten zurückkehren. Gott, wenn du gnädig bist, dann nimm sie bitte zurück. Danke. Du kannst ihr nachgehen. Nein. Hast du jetzt eigentlich bekommen, was du wolltest? Das liegt jetzt ganz bei dir.